Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn auch ihr, wie wir, des Öfteren mit dem Fahrrad unterwegs seid, ist dieses Video sicherlich interessant für euch, denn heute testen wir ein Citybike unter 1000 €, das in den Farben Braun und Grau zu haben ist. Dafür hat uns die Firma Toroll das Modell MA2 freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Beginnen wir mit dem Unboxing und packen das Fahrrad erst einmal aus. Das Toroll MA2 kommt in wenigen Tagen per Spedition in einer stabilen Transportkartonage zu euch. Alles ist wunderbar verpackt und befestigt und hier bleibt alles an seinem Platz. Wir öffnen zunächst den beigepackten Zubehörkarton. Er beinhaltet 2 Pedale, ein Multitool, eine Schnellspann-Vorderachse, 2 Maulschlüssel, eine Montageanleitung und das Netzteil zum Aufladen des Fahrradakkus. Als nächstes entnehmen wir den Akku aus dem Karton und legen ihn zunächst zur Seite. Wie ihr seht, ist alles sehr gut gesichert und gegen Verkratzen aufwendig eingepackt. Für die nächsten Minuten ist der Seitenschneider euer wichtigstes Werkzeug. Stück für Stück befreien wir das Fahrrad von seinen schützenden Hüllen. Und da steht das MA2 jetzt in seiner ganzen Pracht und wartet auf seine Endmontage. Das mitgelieferte Werkzeug macht einen durchaus hochwertigen Eindruck und so entschließen wir uns, den weiteren Zusammenbau ausschließlich mit dem mitgelieferten Bordwerkzeug durchzuführen. Die Montageanleitung ist gut verständlich und unter anderem auch in deutscher Sprache. Wir starten mit der Lenkermontage. Wir öffnen den Karton mit dem Akku und überprüfen das gute Stück auf seinen einwandfreien optischen Zustand. Alles prima. Dann wenden wir das Fahrrad, um das Vorderrad zu montieren. Bitte achtet darauf, dass die Bremsscheibe zwischen den Bremsbacken positioniert wird. Jetzt die mitgelieferte Vorderachse einführen und festziehen. Sitzt und läuft rund. Danach montieren wir die Pedale, wobei auf die richtige Positionierung von linker und rechter Pedale geachtet werden muss. Die linke Pedale erkennt man unter anderem an den Riefen in der Mutter. Achtung, Linksgewinde! Jetzt kann das Toroll MA2 auf seinen Reifen und im eigenen Ständer stehen. Sieht doch schon ganz hübsch aus. Wir lösen die Schrauben an der Gabel, um jetzt noch das vordere Schutzblech zu montieren. Und wieder festziehen. Mit der oberen Schraube wird gleichzeitig noch das vordere LED-Licht mitmontiert. Noch die Steckverbindung für die Vorderlampe einstecken und den Sattel mit dem Schnellspanner in die richtige Position bringen.
Und nachdem noch der Akku eingesetzt und gegen Diebstahl gesichert wurde, ist das Bike einsatzbereit. Prima, jetzt ist das MA2 bereit, um mit seinem vollgeladenen Akku bis zu 100 Kilometer zurückzulegen. Eine 7-Gang Shimano-Schaltung und Umwerfer sorgen für sanftes Schalten in jeder Lage. Hydraulische Scheibenbremsen mit einem Außendurchmesser von 160 mm sorgen vorn und hinten für schnelle und zuverlässige Verzögerung. Der Seitenständer wirkt robust und der Gepäckträger lässt mit einer Tragkraft von 25 Kilogramm keine Wünsche offen. Die Federgabel bietet 80 mm Federweg und verfügt über eine Sperre. Der Akku hat eine Leistungskapazität von 468 Wattstunden. Der Mittelmotor verfügt über ein maximales Ausgangsdrehmoment von 70 Newtonmeter und der Sattel über eine Polsterung. Der Lenker ist ergonomisch geformt und der Lenkervorbau lässt sich individuell um 90 Grad verstellen. Angeschaltet wird das Toroll, indem man die obere Taste neben dem gut ablesbaren 1,8 Zoll LCD-Bildschirm für ca. 2 Sekunden gedrückt hält. Auf der mittleren Taste lassen sich die 5 Levels einstellen, die sich jeweils um 3 km/h unterscheiden. Und auf der unteren Taste wird entsprechend heruntergeschaltet. Das Licht schaltet ihr ein, indem ihr die mittlere Taste für ca. 2 Sekunden haltet. Und durch erneutes Halten der mittleren Taste schaltet ihr das Licht wieder aus. Lang anhaltendes Drücken der oberen Taste schaltet das komplette Fahrrad aus. Kommen wir jetzt zur Testfahrt des Toroll MA2. Der 250 Watt Mittelmotor macht seine Sache gut und mit seinem maximalen Drehmoment von 70 Newtonmeter sind Steigungen mühelos machbar. Ein eingebauter Drehmomentsensor sorgt für reaktionsschnelle gleichmäßige Kraftübertragung bei jedem Pedalantritt. Der Motor und die Kurbelgarnitur sind nahtlos in den Rahmen integriert, um den Schwerpunkt niedrig zu halten und so die Gesamtbalance, Kontrolle und Fahrstabilität zu verbessern. Die hydraulischen Scheibenbremsen verkürzen den Bremsweg um 30% und gewährleisten bei jeder Fahrt präzises und gleichmäßiges Bremsen. Langes Drücken auf die Minustaste aktiviert den G-Modus, der bei gleichzeitigem Halten der Taste ein kinderleichtes Fortbewegen in Steigungen ermöglicht. Der Hersteller empfiehlt für das MA2 eine Körpergröße zwischen 1,60 bis 1,95. Unser Model im Video hat zum Vergleich eine Körpergröße von 1,78. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Toroll MA2 ist ein City-E-Bike, das mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Der um 90 Grad verstellbare Lenkerkopf verhilft dem ergonomischen Lenker zu einer angenehmen Position. Das 1,8 Zoll große LCD-Display ist gut ablesbar und intuitiv zu bedienen. Die Shimano 7-Gang-Schaltung ermöglicht nahtloses und sanftes Schalten für müheloses und effizientes Fahren. Der robuste Gepäckträger ist bis maximal 25 Kilo belastbar, was genug Reserven für lange Radtouren garantiert. Ausgestattet mit einem 250 Watt Mittelmotor und einem Drehmoment von 70 Newtonmeter bietet es kraftvolle Unterstützung, besonders beim Anfahren und an Steigungen. Der herausnehmbare Akku ermöglicht problemloses Aufladen am mitgelieferten Ladegerät. Der leicht gepolsterte Sattel geht für normal gebaute Fahrer in Ordnung. Die Kombination aus Drehmomentsensor und 5 Unterstützungsstufen sorgt für ein natürliches Fahrgefühl. Hydraulische Scheibenbremsen verkürzen den Bremsweg um 30% und gewährleisten präzises und gleichmäßiges Bremsen. Die nach der deutschen Straßenverkehrszulassungsordnung zertifizierten Front- und Rücklichter sorgen für Sichtbarkeit und Sicherheit. Ziehen wir ein Fazit.
Das Citybike Tyrol MA2 ist auf dem deutschen Markt für unter 1000 € zu haben und ist für Pendler und Freizeitfahrer ein attraktives Gesamtpaket. Im Alltag zeigt sich das Tyrol MA2 als zuverlässiger Begleiter. Der kräftige 250 Watt Mittelmotor mit 70 Newtonmeter Drehmoment sorgt für zügiges Anfahren an Ampeln und meistert auch Brücken oder leichte Steigungen mühelos. Dank des Drehmomentsensors wirkt die Unterstützung sehr natürlich. Die hydraulischen Scheibenbremsen greifen auch bei Nässe zuverlässig, was im Stadtverkehr ein echtes Sicherheitsplus ist. Die 7-Gang-Schaltung von Shimano reicht für urbane Strecken völlig aus und die blockierbare Federgabel schluckt Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster souverän. Mit einer je nach Fahrweise realistischen Reichweite von 50 bis 80 Kilometern ist das MA2 für tägliche Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen gut gerüstet. Kleine Abzüge gibt es beim Gewicht. Mit über 24 Kilogramm ist es kein Leichtgewicht, aber das ist in dieser Preisklasse mit Mittelmotor und Vollausstattung üblich. Dafür punktet es mit praktischen Details wie Schutzblechen, Gepäckträger, Straßenverkehrszulassungsordnung konforme Beleuchtung und einem herausnehmbaren Akku. Wenn ihr jetzt das Tyrol MA2 euer eigen nennen möchtet, dann nutzt für die Bestellung doch gerne meinen Link in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like, einen netten Kommentar und vor allem ein Abo von euch freuen. Es kostet ja nichts. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart und sage bis bald. Euer Micha.